Herzliches Willkommen zu einem weiteren Stadtupdate von Moopitown, meiner kleinen Lego-Stadt in meinem kleinen Steinchenzimmer. Wie ihr seht, heute habe ich mal das Licht ausgelassen, weil es ist noch taghell, da sieht man da eh noch nicht so viel. So, was ist denn geschehen von einem Stadtupdate zum anderen? Wie gesagt, in einem kleinen Shot habe ich euch gezeigt, ich habe hier mal einen Stadtplatz eingebaut, der sich da wirklich richtig gut einfügt. Des Weiteren habe ich natürlich hier die Stadt ein wenig umgestellt. Ja? Und wie ihr seht, haben wir hier auch schon mal angefangen, die Zugstrecke einzubauen. Man beachte bitte nicht das Chaos links davon. Die Kabel werden dann noch weiter versteckt. Hier möchte ich dann meinen Bahnhof mal hinbauen. Das wird wahrscheinlich ein Mok werden, der dann da hinten in einem Tunnel verschwindet. Hier werde ich wahrscheinlich eine Straße noch hochbauen, wahrscheinlich ja, wie so ein Fels und dann eben so ein Hoch. Und da oben so eine kleine Einbahnstraße, die dann da oben entlang führt und auf der anderen Seite wieder runter. Falls einem schon aufgefallen ist, es steht jetzt neben dem Rathaus steht der Bookshop und links neben dem Stadtleben habe ich das Häuschen dazugestellt. Wie findet ihr das? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich es lieber zusammenstellen soll oder so stehen lassen soll. Könnt ihr mal gerne sagen, wie ihr das besser findet. Ich finde es auch so cool, aber wie gesagt, ja, vier Augen sehen mehr als zwei. So, was haben wir denn noch gemacht? So, wie gesagt, die Einbahnstraße kommt natürlich dann hier wieder runter. Na, andersrum. Die soll dann hier wieder, also hier soll die Einbahnstraße entlang führen. Der Bereich da dazwischen, ob er da umgefallen, der Bereich da dazwischen, kommt hier die kleine Einbahnstraße hin. Und dann hier noch wie so eine Fußgängerzone, schön gepflastert, eben unten auch wie der Stadtpark. So, dann seht ihr hier, haben wir jetzt hier so kleine Gässchen, hier werden die Mauern noch weitergeführt. Und hier in diesen Gässchen, glaube ich, können wir sicherlich so 1, 2, 3 kleine verschiedene Geschichtchen noch erzählen. So, dann kommt natürlich hier hinten wieder die Zugstrecke raus. Hier soll dann so langsam die Stadt enden und wird in den ländlichen Bereich übergehen. Ich habe hier schon mal angefangen, das Baumhaus hinzustellen oder auf Stelzen zu stellen. Das kommt dann dahinter ins Eck. Ich habe es mir nur weiter vorgeholt, damit ich hier ein bisschen besser bauen kann. Ja, hier kommt dann der Hügel hoch. Der Hügel wird wahrscheinlich ein bisschen breiter werden, also auch in verschiedenen Ebenen, aber irgendwo muss man ja mal ein bisschen anfangen. So, ja, was hier gerade eben umgefallen ist, war hier so meine Batman-Sammlung. Ja, wie findet ihr Batman oder Superhelden allgemein? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. So, weiter geht's. Dann wie gesagt hier hinten kommt er raus unter dem Baumhaus durch, teilt sich dann hier und geht dann hier über in den Güterbahnbereich. Ja, hier stehen meine Güterzüge und der Verladebahnhof, den ich habe. Hoppala, na. Da haben wir schon ein bisschen was hingestellt. Ich muss mir noch Baseplates besorgen und dann können wir den hier auch weiterbauen. So, was habe ich denn so weiter noch vor? Wie gesagt, ihr seht ja, hier fehlen noch ein paar Platten. Also hier wird sicherlich noch mal eine Platte kommen, wo wir dann die Stadt ein bisschen weiter bauen, über in den ländlichen Bereich, der natürlich dann halt auch in den, ja, ich weiß noch nicht, ob ich einen Strand bauen soll. Gefallen würde mir ein Strand wahrscheinlich schon oder halt so ein Strandbereich, so ein Hafenbereich. Einfach, ja, ich finde diesen Anglerladen und so weiter recht cool. Den würde ich mir wahrscheinlich dann noch zulegen. Und dann da natürlich einen Strand hinbauen. So, die Woche schaue ich mal, dass ich auch zu meinen Eltern noch komme. Denn bei meinen Eltern habe ich noch das Café Corner. Das Café Corner würde ich wahrscheinlich dann vielleicht eventuell hier oder eben hier vorne hinbauen. Die Polizei würde ich wahrscheinlich neben die Feuerwehr stellen. Aber wie gesagt, da ist noch nichts fix. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr sie denn gerne hingestellt haben möchtet. Und warum ihr diesen Platz da eigentlich recht gut findet. Also wie gesagt, mein Ding wäre,
ich stelle die Polizei hier hin und dann eventuell, na komm, entweder hier oder hier dann das Café Corner, eins von beiden. Pet Shop haben wir auch noch da, Detectives Office ist da, Panlos, das Lunatic Hospital, die kommen alle so peu à peu. Aber wie gesagt, das sind so das, was jetzt als nächstes dann mal drankommen wird, das Café Corner, weil das finde ich eigentlich recht gut. Das würde hier an die Ecke richtig schön passen. So, und jetzt würde ich mal sagen, fange ich mal da hinten an, einmal ein bisschen den Stadtplatz da oben zu erweitern, beziehungsweise die Fußgängerzone anfangen zu bauen. Ja, also ich melde mich gleich wieder und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab mal so einen Teil von dem Stadtplatz gleich mit Parkplatz für den Bürgermeister gebaut. Ich muss dann hinten hier mal noch so Baseplates schneiden oder gucken, ob ich irgendwo noch so ein Restchen habe. Und dann können wir hier diesen Stadtplatz in diesem Muster und mit dieser Einbahnstraße hier komplett durchziehen. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Auch gerade der Parkplatz hier. Hätte ich dann irgendwie schräg machen sollen, also im Endeffekt die Kanten von dem Ding schräg, oder findet ihr das passend so? Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich noch um 2 Noppen verbreitern, also nach hinten, weil dann ist da ein bisschen mehr Platz, aber dann hast du natürlich keinen Platz mehr von den Treppen. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Aber wie findet ihr? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und genauso auch hinten unser Baumhaus. Was haltet ihr von der Idee da hinten, das auf dem Hügel in die Ecke reinzustellen?
schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, genauso eben auch die Güterbahnhof da hinten, was da eventuell, was ihr für eine Idee hättet, was da am besten noch reinkommen könnte oder was man noch hinbauen könnte. Hier hinten seht ihr meine Lego-Sammlung. Ja, der Laptop, mit dem ich ab und zu arbeite, beziehungsweise weiterarbeite hier. Gut, das war es dann im Endeffekt schon wieder vom Stadtupdate aus Mopitown. So ein kleiner Tipp noch von mir. Wenn ihr abonniert und die Glocke anschaltet, werdet ihr auch nichts mehr verpassen, sofern es euch gefallen hat. Weil, wie sagt ein anderer YouTuber immer so schön, Support ist kein Mord. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Hilft mir natürlich auch, die Stadt immer ein bisschen weiterzubauen. Genauso die Kommentare. Freut mich natürlich auch immer. Ich werde auf jeden Kommentar antworten. Und wenn da natürlich tolle Ideen dabei sind, kann man natürlich gerne gucken, dass man die auch irgendwie versucht zu übernehmen. Manches ist nicht so einfach, aber es ist halt nun mal so im Leben. Nichts ist umsonst, auch Lego oder Klemmbausteine sind nicht umsonst. Und wenn ich dann halt manchmal solche Vorschläge habe, wie dass man hier ja die ganz tollen Dark Blue Spray Bögen verwenden könnte und da bräuchtest du dann für die Idee 100 Stück und du wirst danach arm. Das funktioniert halt manchmal nicht. Aber man kann natürlich versuchen, das alles zu übernehmen und Ideen peu à peu auszubauen. Und dementsprechend freue ich mich natürlich. Lasst Kommentare da, lasst ein Like da, abonniert. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns wiedersehen und hören beim nächsten Stadtupdate. Und wünsche euch in dem Sinn halt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Halt, bevor ich es vergesse, sagt mir mal, schreibt mir in den Kommentaren, was ich denn als nächstes aufbauen soll. Also wie gesagt, Pet Shop ist da, Detectives Office ist da, die Corner Garage ist noch da und natürlich das Panlos, das Lunatic Hospital und Café Corner kommt auch, beziehungsweise ist schon da, ist bei meinen Eltern, muss ich halt einfach mal holen. So, dann also, aber jetzt abschalten, was Schönes bauen und Ostern genießen. Tschüss!